Hey, herzlich willkommen zurück bei Monkey Island mit mir, Chef von Studio Merkas Money. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind eigentlich das letzte Mal nicht wirklich weitergekommen. Ähm, wir müssen immer noch an diesem Troll vorbei, wir müssen immer noch diesen Captain finden und wir müssen auch noch das Totem finden. Das heißt, uns fehlen immer noch 2 von 3 Prüfungen. Und weil ich jetzt nicht wieder Ewigkeiten brauchen wollte, um herauszufinden, wie es weitergeht, habe ich ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt. Zumindest nur für eine Sache, und nämlich auch, was man für den Roll braucht, um weiterzugehen. Weil, ja, um simpel zu sagen, man braucht den Fisch. Und um an den Fisch zu kommen, muss man eine, sag ich mal, sehr banale Sache machen. Was ich am Lebtag nie drauf gekommen wäre. Muss man ehrlich zu sagen. Und zwar müssen wir natürlich da wieder zur Scamba. Und da müssen wir eine der dümmsten Sachen machen. Also, beim besten Willen an, also wirklich Ron Gilbert. Geile Spielereihe. Aber dieses Rätsel ist das letzte. Wirklich. Ohne Indikator, ohne alles. Also ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Weil da wäre ich selber nie drauf gekommen. So, warten wir mal eben auf den guten Herrn Koch, der hier rauskommt. Der braucht immer seine Zeit. Ich liebe übrigens hier dieses Feuer. Ah. Da ist er. Wart. Gut. Nämlich. Zack. So, man muss auf diese Planke treten. It's some sort of meat or meat-like substance. It's some sort of meat or meat-like Guybrush, das sollst du substance. mitnehmen. Guybrush, nimm Guybrush. Ja, so kommt man an den Fisch. Das heißt, ich hätte einfach nur ein bisschen da weiter an der Planke laufen müssen. Aber hey, wir können froh sein, dass es heutzutage Sinn gibt, weil damals wäre man bestimmt an der Stelle nie weitergekommen. Respekt also an die eingefleischten Monkey Island Spieler, die darauf gekommen sind. Ich wäre darauf nicht gekommen. Ah, ey. Ah. Ist auf jeden Fall eine Sache, die wir hier auch im Studio beachten müssen, wenn wir mal so Rätsel-Games irgendwann mal machen sollten. Bloß nicht so einen machen oder wenigstens einen Indikator dafür machen. Ah. Wo ist das? None shall pass. None shall pass. Hier bitte für dich. Ah, a red herring. Pass. Der gerade die Macht benutzt. Okay. Wieder fragt. So. Dance previously owned vessels. Eine Grogmaschine. I don't see anything special about it. Ja, nichts Besonderes I da. don't see anything special about it. I don't see anything special about it. Vor allem, warum? Okay, Tür. Aber warum ist. Egal. Laufen wir mal weiter. Was gibt's denn hier? Es ist. Fuel Economy. Untersuchen wir mal das Boot hier hinten. Also endlich mal ein neues. Das ist ein Wikinger-Schiff. I'm surprised this one is still afloat. Ja, einfach ein Wikinger-Schiff. Looks like one of those well-engineered imports.
fixer-upper. Dull, dull, dull. Okay, ich sehe hier Grog. Blöd gesagt, wir haben ja noch ein paar Coins. Hier davon. Huh. Nothing. Haben wir da jetzt auch einen verloren? Tatsächlich. Ja gut, dann können wir wahrscheinlich damit noch nichts machen. Gut, gehen wir mal weiter. Haus. Vielleicht ist ja da zufällig der Sergeant. Sword. Mhm. So, untersuchen wir mal kurz den Pfad. I don't see anything special about it. Ah. Wieder. Hinterfragen wir es nicht. Nehmen wir die Tür. I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Könnten wir wohl eintreten? Mir ist etwas kalt. Wissen Sie, wo der Schwertmeister lebt? Machen Sie doch bitte die Zigarre. Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carla is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said, but I digress. You just don't have what it takes. Bin ich doch. Ich glaube, Sie haben recht. Sie sollten wirklich das Rauchen aufgeben. Der erinnert mich ein bisschen an Hannibal vom A-Team oder den Sergeant aus Avatar. Irgendwie. So gefühlt so dieser typische alte Mann mit Kampferfahrung. You know, you really should quit smoking. What I really should do is make you eat this stogie. What do you want? I do so have what it takes. You do not. Bin ich I do doch. so. You do not. Bin ich. Ich I do doch. so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. Did you see my sign? I usually charge 30 pieces of 8 for a big job like this one. What do you got? Well, I've got 30 pieces of 8. Oh Gott, ich habe vergessen, wieder Say no more, vorzulesen. say Sorry. no more. Let's see your sword. Hier sehen Sie mal, ich hätte da dieses tödliche Huhn. Ich will es Ihnen nicht zeigen. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machine? Is this gonna hurt? Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Advance, thrust, recover, parry, riposte. Distance, distance! Distance, distance! Watch your footwork. Distance, distance! Advance, thrust, recover, parry, riposte. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later.
Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Bauer, ach ja, deine Mutter aber auch. Ich bin besser als du. Sie müssen. Ich verwechsel nicht mehr. Deine Mutter aber auch, komm. Deine Mutter geht immer. So's your mother. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Mutter aber auch. Ich bin besser als du. Wie passend. Du bist wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no! That was the response from the last insult! Doesn't even make sense when used here! Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster! See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Okay, ich meine, es gibt da jetzt genug Möglichkeiten, meine ganzen Piraten NPC. Gott. Der blutrünstige Pirat. Stehen wir uns mal den Weg. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Eine wunderschöne Nacht. Entschuldige, aber ich muss weiter. Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you better stop waving it like a feather duster. I got this scar on my face during a mighty struggle. Und dann machen damit rum wie mit einem Staubwedel. Wie passend kennst du eine Kuh? Ach ja, ich bin besser als du. Ich schaudere, ich schaudere. Könntest du das bitte wiederholen? Gib auf, du gewinnst. Wie passend, du kennst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. I once owned a dog that was smarter than you. Dann mach nicht rum wie mit einem Staubwedel. Wie passend, du kennst wie eine Kuh. Guck, ich sag das nochmal. Mal gucken, was passiert. How appropriate. You fight like a cow. I give up. You win. So, stellen wir uns mal im Weg. Guck mal, was jetzt. Du bist des Todes. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als I du. once owned a dog that was smarter than you.
He must have taught you everything you know. My handkerchief will wipe up your blood. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Have you stopped wearing diapers yet? Windeln. Er muss das wissen. Wie passend du kämpfst werden. How appropriate. You fight like a cow. Uncle! Uncle! Okay, aber ich glaube, ich verstehe langsam, wie es funktioniert. Also wir müssen jetzt bei den ganzen Leuten die Beleidigungen und Antworten lernen. Move out of the way, or I Und, cuts me way through. ach ja, und dann können wir, glaube ich, nochmal gegen den Dude kämpfen. Den Sergeant. Okay, machen wir mal weiter. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. You're no match for my brains, you poor fool. Mach nicht rum wie mit einem Schuh. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Ah, ich muss erstmal die neuen You Dinger have the probieren. manners of a beggar. Okay. Er muss das Fechten beigebracht He haben. must So. have taught you everything you know. Look behind you! A three-headed monkey! Okay, so. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Ja, Freeboot, du bist des Todes. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Wo waren das? Nein. Kriegst du immer noch Windeln? Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. You're no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. This is the end for you, you gutter-crawling cur. Okay, vielleicht sollst du es endlich mal benutzen. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Auch nicht. Dann mach nicht rum wie mit einem First, Staubwedel. you'd better stop waving it like a feather duster. Look behind you! A three-headed monkey! Dem hinterher. Ich will den hässlichen Piraten. Ich weiß, da war gerade einer vor, aber ich versuche mal, vielleicht gibt es Unterschiede mit den anderen. Hallo. Aye, this better be important. Hoffentlich ist es wichtig. Du My bist des name Todes. is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Willst du hören, wie ich 3 Männer zugleich besiegte? This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? People fall at my feet when they see me coming. Wie passend, du kennst eine Kuh. Okay. How appropriate. You fight like a cow. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Willst du mich mit deinem Geschwafel And ermüden? I've got a little tip for you. Get the point? Where did my sword go? Ja? Move out of the way, or I cuts me way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Wo waren das jetzt? Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? I once owned a dog that was smarter than you. Ein Hund, der klüger war als du.
Du kannst so davonlaufen, blablabla. Wird passend, du kennst ja eine Kuh, ne? Vielleicht ist das, wo waren das? Er muss ja das Festen He beigebracht must have haben. taught you everything you know. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. There are no words for how disgusting you are. Aha, mal wieder eine Nase gebaut. Wie? Was willst du das mal benutzen? Ach ja? Oh, yeah? Uncle! Uncle! Okay. Blinkender Pirat, gehen wir mal zu dem. Aye, this better be important. Also Schwertkämpfe machen auf jeden Fall Spaß, muss ich My sagen. name is Einfach Guybrush Leute Threepwood. beleidigen. Prepare to die. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. People fall at my feet when they see me coming. Even before they smell your breath. I got this scar on my face during a mighty struggle. Aha, mal wieder eine Nase gebaut. Wie? I hope now you've learned to stop picking your nose. Warte mal, was? Du hast die Manieren eines Bettlers. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. People fall at my feet when they see me coming. Auch bevor sie deinen Atem Even riechen. before they smell your breath? Bist du hässlich? Was für ein Schwächling. Keine Worte schreiben deine Hässlichkeit. There are no words for how disgusting you are. Oh, yeah? I give up. You win. Normal ist da Blutrünstiger wieder. Denk ich auch. Bleib stehen. Bleib. Okay. Komm her, du stinkst. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My Hello? name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. Kriegst du immer noch Windeln? Have you stopped wearing diapers yet? I'm shaking. I'm shaking. Junge, bist du hässlich? Boy, are you ugly. Is this the best you can come up with? Ah, okay, das ist also ein schwacher Insult. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. So schnell You davonlaufen. run that fast? Du bist kein Gegner für mein You're geschultes no Hirn. match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. You make me want to puke. Andere. Ich wollte, dass ich viel zu Hause bin. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Where did my sword go? Also, bevor jetzt noch irgendwelche anderen zukommen, beende ich diese Folge für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mega nice, dass wir Schwerkämpfen gelernt haben. Guckt auf unserem Insta da vorbei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren und die Links in der Beschreibung anzugucken, ne?
Bis zum nächsten Mal. Euer Money. Tschüss.